Champions League ist der Titel, den jeder gewinnen will. Achtelfinale hat mal wieder gezeigt, wir Deutschen werden es nicht so wirklich sein. Eintracht Frankfurt hat sich wacker geschlagen, könnte man so sagen. Borussia Dortmund, naja, die sind rausgeflogen wegen Man City hat einfach mal Leipzig so richtig den Arsch versohlt. Mein Popo kaputt. So eine richtig herbe Klatsche für Leipzig. Der FC Bayern München hat Paris insgesamt 13-0 nach Hause geschickt. Aber was wäre, wenn die Champions League nur aus deutschen Teams bestehen würde? Ja, das habe ich mich auch gefragt und daraufhin habe ich ganz einfach mal 32 Teams aus Deutschland, erste, zweite und dritte Liga in die Champions League gepackt. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck und FIFA 23 Champions League Time, wobei er Champions of German Leagues. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, vielleicht bin ich das. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau, aber dumm könnte man das Ganze eigentlich jetzt nicht ausdrücken, denn das Ganze ist ja ein FIFA 23 Experiment. Das ist alles nur geklaut. Ja. Und ich dachte mir so in allererster Linie, ja, ich könnte die Teams jetzt alle komplett selber aussuchen, aber nein. Halt, stopp! Dafür gibt es natürlich das Glücksrad. Ich habe wirklich alle Teams aus der ersten, zweiten und dritten Liga auf dieses wunderbare Glücksrad gepackt. Nein, doch. Und wir losen zuallererst selbstverständlich die Gruppenköpfe. Die Mannschaften, die an erster Position aus Lostopf 1 kommen, aus. Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Sind dann auch gar nicht so verkehrt, würde ich behaupten. Aber weiter geht's mit dem zweiten. Sieht man besser die Gruppen zweiten. Auslosung in 3, 2, 1 und... Weiter geht's mit den Verlierer-Cup-Platzbeleger. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. In 3, 2, 1 und... Ja, bei den Verlierer-Cup-Platzbelegern, das ist schon echt Bundesliga-tauglich. Also ich meine, so viele Bundesliga-Teams auf einmal hatten wir jetzt bei den ersten beiden Plätzen noch nicht. Warum? 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 Ja, aber es fehlt natürlich noch der Gruppenloser, der 4. Platz in jeder Gruppe. Und das machen wir in 3, 2, 1 und Feuer! Tsching! 32 Teams ausgelost, aber bevor wir jetzt richtig ins Video reingehen, wer denkst du gewinnt die Champions League? Wer wird der Torschützenkönig? Wer wird der Torvorlagenkönig? Und vielleicht sagst du mir auch gleich, hey Strubbeck, da fehlt das und das Team in der Champions League nur mit den Deutschen. Schreib mir das gerne alles unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Und falls du Bock hast, eine weitere Version von diesem Format auf diesem Kanal zu bekommen, schreib mir auch das gerne in die Kommentare. Stopp! Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Und selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Das wäre over nice. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal die Gruppen an. Und by the way, nicht schummeln, sage ich dir. Wehe, du schummelst und springst jetzt schon ans Ende. So wollen wir das hier aber nicht. Du sollst jetzt in die Kommentare schreiben, was du denkst und wirst jetzt weiterhin sehen, was passiert. Da, 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 da. Da, da, da. UEFA Champions League nur mit deutschen Teams. Gruppe A also. Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg. Also ein Zweitligist, ein Drittligist, 2 Erstligisten. Das kann auf jeden Fall was werden. Ist natürlich eine Top-Situation für die beiden Erstligisten. Ob das am Ende dann auch wirklich dazu führen wird, dass sie weiterkommen, das werden wir sehen. Gruppe B, ja, Mensch, 2 Zweitligisten, ein Drittligist und nur ein Erstligist. Das würde ja bedeuten, dass der FC Augsburg sich hier durchsetzen müsste. Aber wir wissen ja auch von Darmstadt, die können einem richtig den Arsch versohlen. Und das Zweitliga-Duell gegen Paderborn, das könnte schon für Aufsehen sorgen. Gruppe C, ja, also sollte mehr oder weniger die Todesgruppe sein. Ich meine, hier spielt der HSV und der FC St. Pauli mit. Das Zweitliga-Hassduell, das Nordderby der Nordderbys, könnte man so ausdrücken. Und dazu der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Also an sich müsste Dortmund hier den ersten Platz machen. Aber ob die Wolfsburger das auch so sehen, beziehungsweise die beiden Hamburger
Hamburger Lichter. Ja, sehr, sehr gespannt. Aber das größte Duell ist hier, Stand jetzt, wirklich der HSV gegen St. Pauli. Das Derby überhaupt. Gruppe D. Ja, hier sollte Hoffenheim eigentlich die besten Chancen haben, wobei sie gerade in der Bundesliga auch gar nicht so konstant gut spielen. Nichtsdestotrotz sollte man die beiden Zweitligisten und den Drittligisten eigentlich hinter sich lassen. Ob das so stattfinden wird, keine Ahnung. Ich meine, der FC Nürnberg könnte vielleicht auch ein klein wenig den Strich durch die Rechnung machen. Bleib nicht stehen, ey! Aber auch hier ist das mehr oder weniger Top-Duell. Fürth gegen den ersten FC Nürnberg. Zweitliga pur. Gruppe E, ja, das ist schon die zweite Todesgruppe, würde ich behaupten. Ich meine, der VfB Stuttgart, der FC Bayern München, das Südderby schlechthin. Hinzu kommt Bayreuth, auch eine Mannschaft aus dem Süden. Und Halle, ja, so aus Mitteldeutschland. Das Südderby Stuttgart gegen Bayern, oh, das könnte für Aufruhr sorgen. Das könnte für Aufruhr sorgen. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Gruppe F. Hertha BSC. Wer hätte es erwartet, dass Hertha BSC mal wieder in einer Champions League spielen wird? Super. Echt super. Niemand, auch ich nicht. Nichtsdestotrotz, Hertha, hättet ihr jetzt die Chance, einen Titel zu gewinnen. Oh, ja. Ist alle. Wer weiß. Gehen wir in Gruppe G und auch hier zweimal zweite Liga, zweimal erste Liga. Union sollte sich rein theoretisch komplett durchsetzen und Werder hat mehr oder weniger, würde ich sagen, so ein bisschen Außenseiterchancen. Ich meine, Hansa Rostock, Magdeburg könnten vielleicht so ein kleiner Werder-Killer werden, aber man weiß es nicht. Man munkelt noch. Hier das größte Duell auf jeden Fall, Union gegen den SV Werder Bremen. Und die allerletzte Gruppe, Gruppe H. Und auch hier eine Mannschaft, mit der man vielleicht nicht gerechnet hätte, die auch mal wieder einen Titel gewinnen könnte. FC Schalke 04. Das mehr oder weniger Schlusslicht der Bundesliga. Mal wieder. Aber auch hier nochmal gesagt, wer ist dein Top-Favorit auf den Titel? Wer wird Torschützenkönig? Wer wird Torvorlagenkönig? Falls jetzt irgendein Team nicht dabei sein soll. So wie, wenn du nochmal Bock hast auf so ein Video mit anderen deutschen Teams oder mit einer anderen Nationalität. Schreib mir auch das gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns jetzt gleich wieder, nachdem die Gruppenphase abgeschlossen ist. So, das war's. 6 Spiele pro Gruppe, alle vorbei. Das heißt also, wir gucken jetzt mal rein, wer die ersten beiden Plätze pro Gruppe belegt hat. Nein, doch. Los geht's mit Gruppe A. What? SC Freiburg? Ohne Witz? Hat nach 6 Spielen 12 Punkte erreicht? Wie krass sind die denn? Leverkusen knapp dahinter mit 3 Punkten weniger. Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim haben aber respektvoll 5 Punkte in dieser Gruppe ergattern können. Da muss man dazu sagen, das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Gruppe B? Ja, was soll ich jetzt sagen? Alter, ich falle hier vom Glauben. Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Hätte ich so im Leben nicht erwartet. Darmstadt nur auf Platz 3? What? Also ich meine 3 Punkte hinter Paderborn. Jetzt nichts gegen Paderborn. Aber ich hätte Darmstadt schon ein bisschen stärker eingeschätzt. Und dass Augsburg am Ende mit 14 Punkten Erster wird, war vielleicht irgendwie abzusehen. Ja, war ja klar. Wie sollte es auch anders sein? Borussia Dortmund selbstverständlich auf Platz 1 und nur ganz, ganz knapp die volle Punktzahl verfehlt. Also ich meine 16 Punkte, 6 Punkte Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg. St. Pauli ist sogar besser als der Hamburger SV. Ach, Hamburg, ey. Also HSV-Fans, was soll man euch noch mitgeben? Taschentücher? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Punkt gleich, Tordifferenz gleich. Nur, dass St. Pauli 2 Tore mehr geschossen hat als der HSV. Ja, gucken wir mal ganz kurz auf die Derby-Bilanz. Und da muss man schon sagen, ich meine, Hamburg spielt gegen Dortmund 1-1, also Respekt. St. Pauli verliert dagegen gegen Dortmund 5-0. Also, das sah ja gar nicht mal so schlecht aus. Und dann sehen wir hier schon das erste Derby zwischen den beiden. St. Pauli gewinnt 3-0 gegen den HSV. Eine richtige Klatsche, kann man dazu sagen. Aber im Rückspiel gewinnt der HSV 1-0 gegen St. Pauli. Also an sich ausgeglichen. Gruppe D und damit die erste Mannschaft, die die volle Punktzahl erreicht hat. I doubt it. TSG Hoffenheim. Wer hätte denn das erwartet, dass die volle Punktzahl erreichen? Also 19 Buden, 9 Gegentore, 6 Siege. Respekt an die Hoffenheimer. Dahinter Nürnberg war vielleicht irgendwie so ein bisschen zu erwarten, dass Greuther Fürth jetzt nicht so die große Rolle spielt und dass Elversberg am Ende nur einen Punkt erreicht, ist natürlich ziemlich krass, denn es ist jetzt die erste Mannschaft, die nur einen einzigen Punkt in der Gruppenphase erreicht hat. Damit bis jetzt das allerschlechteste Team in der Champions League, nur mit deutschen Clubs. Kommen wir zur Gruppe E, der zweiten Todesgruppe mit Bayern München, VfB Stuttgart, Halle und Bayreuth. Und auch hier eine sehr, sehr große Überraschung. Was? What? Was geht ab? Also,
Bayern München und der VfB Stuttgart punktgleich. Krasser Scheiß. Mehr oder weniger habe ich ehrlich gesagt mit dem Durchmarsch von Bayern München gerechnet. Gucken wir doch mal ganz kurz auf das Südderby. Das allererste Spiel 4:0 für Bayern München. Und dann verlieren sie wirklich 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Und am Ende gewinnt sogar Halle noch gegen Bayern München. Alter Verwalter, Mensch. Das ist ja, also, Bayern, da habt ihr euch wirklich, da habt ihr großartig aufgetrumpft. Oh Gott. Und die nächste Gruppe F. Ja, Holla die Waldfee. Auch hier, mehr oder weniger, keine große Überraschung. Wobei, Hertha BSC ist auf Platz 2. Das ist vielleicht schon die größte Überraschung für alle Herthaner in der Champions League Gruppe. Mit Köln, KSC und Osnabrück auf Platz 2 zu stehen. Nur einen einzigen Punkt vorm KSC zu sein. Ja, das verdient jetzt nicht so wirklich großen Respekt, weil wenn man aufs Torverhältnis guckt, 7:7. Ja, da hätte man vielleicht mehr draus machen können. Der erste FC Köln, der FC, der sorgt vielleicht noch für die ein oder andere Überraschung, würde ich behaupten. Das würde ich ja jetzt hier ganz stark mal so durchgehen lassen. Gruppe G, unerwartet gelaufen, würde ich behaupten, oder? Also ich meine Union, erster Platz, Werder Bremen, zweiter Platz, Hansa Rostock, dritter, Magdeburg, letzter. Und was ist das denn hier? Damit hat Magdeburg jetzt wirklich alles übertroffen, denn sie haben nicht einen einzigen Punkt errungen. Damit das schlechteste Team dieser Champions League nur mit deutschen Clubs. Ja, holla die Waldfee. Und damit Trommelwirbel. Die letzte Gruppe H. Guck dir das an. Ja, guck dir das an. Dies ist ja jetzt wirklich völlig unerwartet. Muss ich gestehen. Also ich hätte persönlich nicht damit gerechnet, dass der FC Schalke 04 auf Platz 1 steht. Hallo? Ganz, ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung vor der SGE, vor Eintracht Frankfurt. Ich meine, dass die Konstellation am Ende vielleicht so sein wird, dass Schalke und Frankfurt weiterkommen. Ja, aber das... Heute, boah. Das will mir auch schwerfallen, ne? Schalke auf Platz 1 steht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und von daher bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie die Achtelfinal-Konstellationen aussehen. Und zwar 3, 2, 1, zack! Leverkusen gegen den FC Augsburg. Der FC Nürnberg gegen Bayern München. Das ist quasi ein Derby. VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. Könnte vielleicht ein leichter Vorteil für Wolfsburg sein. Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Ja, das, wenn ich mich an das letzte Spiel Köln gegen Bremen erinnere, wird das knapp für Bremen, sofern Köln mal wieder Torhunger hat. Und Schalke, Mensch, gegen die Hauptstadt, Hertha BSC. Ja, da drücke ich doch mal die Daumen für Schalke 04, würde ich ganz stark behaupten. Also, ich hoffe, die Schalker kommen weiter. Wir werden sehen, wir werden sehen. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Ja, sorry Stuttgarter, aber ich glaube einfach, die Hauptstadt mit den Eisernen wird das Duell gewinnen. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Und zu guter Letzt Freiburg gegen Paderborn. Ja, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was denn die Ergebnisse sagen. Wir gucken aber vorher mal ganz kurz in die Torschützenliste und Torvorlagenliste rein. Ja, und bei den Torjägern fangen wir mal ganz unten an. Also, gibt auf jeden Fall mehrere Spieler, die 3 und 4 Buden gemacht haben. Guck mal auf Platz 11, Terodde. Damit habe ich ja nur gar nicht gerechnet, muss ich gestehen. Und dass Choupo-Moting da unten rumhängt, na gut, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so erwartet. Okay, dann gucken wir mal auf die ersten 5 Plätze. Goretzka. Leon Goretzka macht 5 Buden in 6 Spielen. Ich meine, dahinter liegt dreimal Union Berlin, auch jeweils mit 5 Buden. Das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Dann Nemtscher auf Platz 4. Grifo, Platz 3 mit 7 Buden. Alea von dem BVB auf Platz 2 auch wiederum mit 7 Buden. Und der Führende ist Dolberg von der TSG Hoffenheim. Bei den Torvorlagen gehen wir jetzt nicht von unten durch, sondern wir fangen jetzt direkt an bei Platz 5. Das ist Angelino von der TSG. Dann folgt Starke von Oldenburg. Füllkrug von Werder Bremen. Luke Bacchio von der Hertha und Gregoritsch von dem Sportclub Freiburg. Und damit sind wir bei den Ergebnissen des Achtelfinales. Ja, eindeutig würde ich sagen, insgesamt 5:1 setzt sich Leverkusen gegen Augsburg durch. Der FC Bayern München, Gesamtergebnis ganz, ganz knapp 5:4. War also sehr, sehr anstrengend gegen den 1. FC Nürnberg. Der VfL Wolfsburg setzt sich insgesamt mit 3:2 gegen die TSG Hoffenheim durch. Und Werder Bremen muss leider Gottes im Achtelfinale Abschied nehmen, denn gesamt haben sie einfach 3:2 verloren gegen den FC. Herr Juhl, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Und die größte Überraschung, ja, wie soll es denn auch anders sein? Schalke 04
schlägt Hertha BSC. Auf Wiedersehen, Hertha aus der Champions League. Herzlichen Glückwunsch an Schalke für diesen Überraschungscoup. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist. Gut, den habe ich auch mehr oder weniger so ein bisschen vorausgesagt. Bei dem Ergebnis bin ich jetzt leicht irritiert. Union Berlin fliegt raus. Insgesamt 5:3 gegen den VfB Stuttgart. Und das letzte Spiel haben sie 4:1 verloren. Alter, Eiserne, hallo. Ja gut, aber ich meine, dafür hat sich Borussia Dortmund insgesamt mit 5:2 gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Und dass der Sportclub aus Freiburg Paderborn rauskloppt, war auch irgendwie abzusehen. Aber auch hier ein insgesamtes 4:1, auch schon ziemlich krass. Gut, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie denn die Viertelfinalspiele aussehen. Und zwar wieder einmal das Südderby. Der VfB Stuttgart gegen Bayern München. Oh, das wird jetzt eine harte Kiste. Spannend. Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Freiburg gegen Köln. Und das Revierderby schlechthin. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Ja, holla die Waldfee. Viertelfinalspiele zu Ende. Wir fangen jetzt mal von unten an beim Revierderby. Wer wird da wohl weitergekommen sein? Okay, der Gewinner des Revierderbys ist Borussia Dortmund. Schade, Schalke. Ja, Glorisen hören. Glorisen ist keiner in der Lage, noch höher zu springen wie ein Scheiß. Aber immerhin bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Köln gegen den SC Freiburg. Durchgesetzt hat sich Freiburg mit einem knappen 2:0 aus dem Hinspiel sogar. Dann der VfL Wolfsburg gegen Leverkusen. Da hat sich durchgesetzt Leverkusen insgesamt mit einem knackigen 3:1. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Südderby. Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Wie gesagt, in der Gruppenphase war es sehr, sehr ausgeglichen. Wie ist es hier vonstatten gegangen? Okay, gut. 5:3 für den FC Bayern München, obwohl sie das Rückspiel 2:1 verloren haben. Also auch wieder mehr oder weniger ausgeglichen. Die Halbfinalspiele heißen, okay, der Klassiko. Bayern München gegen Borussia Dortmund und Leverkusen gegen den SC Freiburg. Spannung pur, Spannung pur, Spannung pur. Die Halbfinalspiele sind vorbei. Wer kommt also weiter? Gucken wir auf Leverkusen gegen den SC Freiburg. Ganz knappe Kiste, ganz knappe Kiste. Xabi Alonso und Leverkusen haben es nicht geschafft. Glückwunsch an Freiburg. Damit seid ihr im Finale der Champions League nur mit deutschen Clubs. Und jetzt El Clasico. Wer kommt weiter? Es ist der FC Bayern München mit 4:1. Ja, so knapp war es dann doch nicht. Rückspiel 3:0 gewonnen. Da hat sich Dortmund anscheinend nicht so viel Mühe gegeben. Schade, aber das bedeutet das Finale. Sportclub Freiburg, SC Freiburg gegen FC Bayern München. Puh. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass Bayern München bis ins Finale vordringt. Würde jetzt sagen, Bayern München gewinnt, aber ich kann mich auch täuschen. Wir werden es in 3, 2, 1 sehen und zwar 3, 2, 1. Buja! Herzlichen Glückwunsch! Der FC Bayern München hat 4:1 gegen den Sportclub aus Freiburg gewonnen und damit die Champions League der German Teams, der deutschen Teams gewonnen, beziehungsweise die Champions League of Germany. Hardcore, aber es stehen ja noch 2 Fragen aus. Wer wurde Torschützenkönig und wer war der beste Torvorlagengeber? Auf Platz 5. Grifo von Freiburg. Oh, Riesensprung, Schuppu. Mensch, der war doch vorhin noch in der letzten Reihe. Ganz, ganz unten auf Platz 24 oder so. Ist jetzt auf Platz 4 vorgedrungen mit 8 Buden. Darüber. Odolberg hat aber abgerissen. Also den hätte ich jetzt nicht erwartet. 9 Buden. Damit wurde er auf jeden Fall krass überholt. An zweiter Stelle von Borussia Dortmund. Aller mit 9 Buden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wer ist auf Platz 1? Platz 1 ist Leon Goretzka. Hallo? What the fuck? Also mit 10 Buden in 13 Spielen, das hätte ich jetzt absolut nicht erwartet. Also das ist ja wirklich sehr, sehr krass. Aber was sagen die Torvorlagengeber? Wer wird hier der König der Vorlagen? Füllkrug ist auf jeden Fall aus den Top 5 rausgeknallt, hat also keine weitere Vorlage mehr gegeben. Platz Nummer 5 von Dortmund, Marco Reus mit 3 Vorlagen. Platz 4 vom VfL Wolfsburg, der Wimmer. Ja, hallo, hallo, hallo. Oh, Hertha BSC ist unter den Top 3. Wenigstens in einer Kategorie haben sie es geschafft, unter die Top 3 zu kommen. Luke Bacchio mit 4 Torvorlagen. Sportclub Freiburg hat hier auch den zweiten Platz gemacht mit Gregoritsch und Top-Vorlagengeber, der Torvorlagenkönig ist wieder jemand vom FC Bayern München. Musiala Jamal. Herzlichen Glückwunsch auch an deine Wenigkeit. Ja, das war's jetzt mit Champions of German
Leaks von Struppeck Sports Entertainment präsentiert. Kann man das so ausdrücken? Ich glaube, das kann man so ausdrücken. Ich hoffe, dieses Video hat dich wunderbar unterhalten. Dann kannst du dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sehen oder auch wissen, dass solche Videos halt sehr, sehr gut ankommen und du noch mehr Bock auf solche Videos hast. Falls ich diese Art von Video mit einer anderen Nation machen soll, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Wenn du weitere Videoideen für meinen Kanal hast, schreib mir auch das gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.